Ich war den ganzen Krieg über erstaunlich fleißig, trotzdem alles schwarz geschah und ich lange Zeit nicht wagen durfte, irgendjemand auch nur einen Blick in mein Atelier werfen zu lassen. So erinnert sich Jeanne Mamen 1946. Die Malerin ist eine von vielen Künstlerinnen und Künstlern, die in Deutschland bleiben, ohne sich nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler 1933 den Nationalsozialisten anzuschließen. Bis 1945 kontrolliert das Regime Alltag, Medien, Kunst und Kultur und entzieht allen die Arbeits- und Lebensgrundlage, deren künstlerisches Schaffen nicht der NS-Ideologie entspricht. Doch viele dieser Künstlerinnen und Künstler arbeiten weiter und begegnen der Situation unterschiedlich. Mit Rückzug und Isolation oder inhaltlicher Anpassung sowie gesteigerter Produktivität. Eindrückliche Werke zeigen die damalige Lebensrealität, die geprägt ist von Angst, Elend und Einsamkeit. Diese Kunst für keinen ist reich an Stilen und Techniken und entsteht unter teils widrigen Bedingungen. Im Gefängnis etwa skizziert der Bildhauer Hans Uhlmann seine Ideen für Metallplastiken. Fritz Winter zeichnet an der Front. Martha Höpfner lässt ihre künstlerischen Experimente in Fotoaufträge für Zeitschriften einfließen. Willi Baumeister schafft sich trotz Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung künstlerische Freiräume. Andere finden zu ihrem eigenen Stil, wie Ernst Wilhelm Ney in reduzierter Formsprache. In ihrem Berliner Atelier, geschützt vor fremden Blicken, wendet sich Jeanne Mamen mit dem Kubismus ebenfalls der Abstraktion zu, die im Widerspruch zur nationalsozialistischen Kunstauffassung steht. Auch Lea und Hans Grundig bleiben, obwohl der Kommunistischen Partei angehörig. Als Jüdin und politische Oppositionelle wird Lea Grundig doppelt verfolgt und schließlich verhaftet. Ihr Mann in das Konzentrationslager Sachsenhausen deportiert. Zuvor wurde er aus der Reichskulturkammer ausgeschlossen, der kulturpolitischen Kontrollinstanz des NS-Regimes. Aber selbst Mitglieder der Reichskulturkammer waren vor willkürlicher Beschlagnahmung ihrer Werke und öffentlicher Diffamierung nicht geschützt. Wie im Falle Otto Dix. Seine sozialkritischen Motive der 1920er Jahre tauscht er gegen Darstellungen von Landschaften, mit denen er weiterhin die Umstände seiner Zeit auf subtile Weise kritisch reflektiert. Die mehrfach übermalten Bilder von Franz Radziwiłł dokumentieren einen weltanschaulichen Wandel. Das NSDAP-Mitglied wird aufgrund seines Frühwerks denunziert. Er zieht sich zurück und blickt dem Ende des NS-Regimes entgegen. Nach dem Krieg liegt das Land in Trümmern. Und Jeanne Mamen stellt fest, die Überreste von Jeanne sitzen in den Überresten von Berlin, haben viel, endlos Grauenhaftes und Schreckliches überstanden. Meine Bildchen sind noch alle da und vermehren sich.